Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen weiter unser Endlosspiel, das offene Spiel im Sandkastenmodus. Im ersten Teil haben wir unsere Stadt Olympia gegründet, und haben die ersten Wohngebiete aufgebaut und entwickeln lassen. Wir haben ein florierendes Gewerbe, wo wir jede Menge Güter exportieren. Wir können nämlich fast alles in unserer Stadt Olympia selber produzieren. Ja, und wir haben sogar auch schon unser erstes Heiligtum gebaut, nämlich das Heiligtum der Artemis. Nun wird es Zeit, hier jetzt im zweiten Teil unsere Stadt zu erweitern. Ja, und das machen wir, indem wir weitere Wohngebiete nun planen. Ja, und dann legen wir mal direkt los. Wir haben unser Wohngebiet weiterentwickelt um 2 weitere Stadtgebiete. Ja, die sind genauso aufgebaut wie diese hier. Und wir können jetzt auch sukzessiv entsprechend dort die Entwicklung weiter starten. Hier in der Mitte haben wir wieder Platz für unser Heiligtum. Denn hier werden wir jetzt das Heiligtum der Athene bauen. Wir haben nämlich hier fruchtbares Gebiet, wo wir unsere Oliven anbauen können. Ja, als erstes bauen wir natürlich unser Versorgungszentrum für hier auf. Wir brauchen natürlich hier die Silos, auch wieder 2. Da würde ich jetzt mal das so einstellen, dass hier Weizen geholt werden kann, jeweils 12 Einheiten. So, und hier können wir Fisch annehmen lassen, weil hier haben wir den See. Dann können wir nämlich noch ein paar Fischerhäfen gleich bauen. So, dann bauen wir das genauso auf wie bei den ersten beiden Wohngebieten. Dass wir hier die Lagerhäuser bauen. Die werden schon eingestellt. Hier kann Olivenöl angenommen werden und hier wird Wolle gefordert. Gut, so, und dann geht hier die Straße raus. Dann können wir hier schon mal den Architekten bauen. Ja, und hier kommen unsere ganzen Olivenpressen hin, die dann von Athene gesegnet werden. Oh, das ist, glaube ich, ganz gut ausgedacht. Das gefällt mir. Sperren setzen. So, das erste Wohngebiet können wir schon mal parzellieren. Bauen wir noch schnell den Architekten und die 2 Brunnen auf. So, und dann hier Parzellen. Ja, dann können wir den Pausenmodus wieder aufheben. So, und dann machen sie sich auch schon alle auf den Weg, die Waren zu holen. Arbeitsmarkt. Oh ja, und dann brauchen wir noch ein bisschen was. Dann parzellieren wir das hier doch auch schon mal direkt. So, das hier freilassen für das Steuerbüro. So, und hier können wir auch im zweiten Wohngebiet die Verschönerungen bauen. Ja, und hier in unserem Gewerbegebiet stapeln sich die Waren schon allmählich. Ich würde jetzt schon mal anfangen, das Heiligtum für Athene bauen zu wollen. So, da schauen wir mal. Die Laube der Athene. Ah ja, okay. So, ja. So können wir es bauen. Das war verkehrt. Wer Zurück. mir huldigt, dessen Stadt wird von meinem geliebten Hund bewacht. So, mal drehen. Ja, ich glaube so ist nicht schlecht.
Okay, jetzt weiß ich nicht, von wo die kommen. Dann bauen wir das mal so. Das reicht dann erstmal für die Anlieferung der Baustoffe. Ja, die Kunsthandwerkergilden setze ich jetzt erstmal hier hin. So, und die können wir abreißen hier. Oh, da werden schon unsere Jagdhöfe gesegnet. Oh, sehr schön. So, oh, ich habe vergessen, meine Alleen zu bauen. Das sollten wir jetzt noch nachholen. Oh, das habe ich irgendwie verkehrt gebaut, glaube ich. Ja, da habe ich mich verzählt. Das können wir eben mal schnell ändern. So muss das sein. Und so. Ja, jetzt haben wir hier noch Platz für die Klinik. Das ist aber etwas anders jetzt hier. Ja, das Heiligtum der Athene ist leider etwas breiter als das Heiligtum der Artemis. Deswegen haben wir hier so ein kleines Ungleichgewicht. Aber naja, alles gut. Hier können wir jetzt keine Gärten mehr zwischen der Straße und den Häusern setzen. Ich hoffe, dass das reicht, um hier maximal die Gebäude auszubilden oder entwickeln zu lassen. So, wir haben immer noch das Problem mit unserer Klinik, wie ich die bauen soll. Ja, ich glaube, ich muss das hier so reinpassen. Ja, so. Dann müssen wir hier tatsächlich jede Menge Sperren setzen. Das geht leider nicht anders. Okay, ja, dann bauen wir es so. Ja, und ihr seht, sofort sind die Silos schon mit Weizen gefüllt. Dann können wir hier auch schon direkt den Lebensmittelhändler aufbauen. Ja, so schnell geht das. Da kommt auch schon Marmor für unser Heiligtum. Ja, was ich eben gerade gesagt habe, stimmt nicht ganz. Ich habe jetzt hier die Straße mal gebaut. Und wenn ich natürlich jetzt hier die Allee errichte, habe ich genauso viel Platz wie dort. Also das ist schon alles richtig. Wie gesagt, das Heiligtum der Athene ist einfach etwas breiter. Aber wie gesagt, ich mache mir da keine großen Sorgen, dass die Wohnungen sich nicht entsprechend weiterentwickeln können. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh, erstmal das Lohnniveau wieder auf normal. Ja. Ja, leider habe ich es vergessen, dass ich meinen Held rufen wollte. Unser Marmor wird jetzt gerade schon wieder verbaut. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir lassen das jetzt einfach so und warten, bis der Bau des Heiligtums fertiggestellt ist. Da kann Thesos noch ein bisschen warten. So, dann sollten wir aber auch die Skulpturen jetzt nicht mehr verkaufen. Aber dafür können wir Wein verkaufen. Ach, den verkaufen wir? Oder habe ich ihn auf Hamstern gestellt? Ah, okay. Wir haben den gehamstert, brauchen wir jetzt nicht mehr. Nur wir bauen noch ein bisschen unsere Weinproduktion aus. Ja, Wolle haben wir mehr als genug, allerdings sollten wir ab und zu mal wieder nach unseren Schafen gucken mit dem ersten Heiligtum. Ja, gut. Nahrungsmittel deutlich zu wenig, das ist schlecht. Ja, ich hatte ja gesagt, so ein paar Fischerhäfen könnten wir durchaus hier bauen. Nehmen wir den Wald mal hier weg.
Wobei ich natürlich auch noch mal eine Triremhäfen bauen möchte. Von daher würde ich jetzt erstmal warten mit der Fischproduktion. Dann baue ich lieber nochmal Weizenfarmen hier auf. So. Ja, es lohnt sich jetzt nicht, hier entsprechend noch Jagdhöfe zu bauen. Da haben wir einfach zu wenig. Was wir allerdings machen können, wir können hier 3 Käsereien bauen. Und die Ziegen können dann hier mit drauf. So. Dann kann hier auch noch Käse angenommen werden. Ja, haben wir auch. Alles gut. Ja, ihr seht, das passt hier gerade bei diesem neuen Wohngebiet mit den Wohnhäusern. Da habe ich mich also jetzt Gott sei Dank mal nicht verzählt. Ja, Nahrungsmittel haben wir jetzt wieder mehr als genug. Da wird der Weizen geerntet. Sieht's aus? Ja, jede Menge. Ja, ich würde sagen, wir parzellieren hier dieses Wohngebiet schon mal weiter. Ja, hier müssen wir jetzt das Podium bauen. Genau, Podium, und hier kommt das Gymnasium hin. Das kann ich schon mal bauen. Ja, das passt. Ja, und dann parzellieren wir das hier auch. Oh, das passt natürlich super. Na, hier nicht. Was habe ich hier gemacht, dass es nicht so passt wie bei dem einen? Ach so. Hier war ja auch eine Allee gewesen noch. Da kommt jetzt eine Bank hin. So. Das ist auch nicht gut, weil die gehen hier nicht rum. Ich muss jetzt mal eben mal kurz schauen, wegen dieser Sperre hier. Da sehen wir jetzt den Wasserträger. Aha. Verschwunden, und der Architekt. Ja, die Sperre ist nicht richtig. Die muss weg. Die muss hier hin. Und dann kann ich auch, glaube ich, hier meine Allee bauen. Jawohl. So sieht es richtig aus. Ja, und ihr seht ja auch, gehen sie alle hier jetzt diesen Loop wieder. Da müsst ihr immer darauf achten, gerade beim Bau von Alleen, in welcher Richtung ihr die Allee baut. Manchmal sind dann halt diese Verschönerungen auf der anderen Seite. Und das ist wie ein Hindernis, und dann kann es schon mal sein, dass unsere ganzen Dienstleister eben nicht diesen Loop gehen. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Gut, haben wir aber jetzt hier wieder hingekriegt. So, ich wollte aber hier auch noch entsprechend die Wohngebäude setzen. So, und da haben wir jetzt noch Platz für das Podium. Das passt alles wunderbar. Ich hoffe nur, dass sich die hier entsprechend wirklich weiterentwickeln. Aber ich denke mal, wenn wir hier noch Denkmäler hinsetzen, sollte das eigentlich passen. Die Entwicklung unserer Stadt soll weitergehen. Wir brauchen weitere Kultureinrichtungen, und zwar das Podium. Das kann natürlich jetzt hier hin. Sperre nicht vergessen. Dann brauchen wir natürlich eine Philosophenschule. Denke mir mal, die können wir hier hinsetzen. Dann würde ich gucken, das Theater kommt ja hier hin. So. Ja. Da braucht man natürlich auch jede Menge Sperren. Und dann können wir
hier eine Philosophenschule bauen. Dann würde ich die Straße so weiter runterziehen. Dann bauen wir hier einen Architekten. Ja, können wir so bauen. Würde ich das hier so errichten? Oder? Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann können wir hier später die Schauspielschule bauen. So. Ja. Das passt ganz gut. So, der kriegt dann hier... Oh, schon 3000 Einwohner in Olympia. Das geht hier alles ganz schnell. So, dann bauen wir hier einmal um den Architekten Gärten. Aber erst nehme ich mal unseren Wein an. So. Ach, das ist doch schön, oder? Feuer in der Stadt. Eine einfache Agora brennt. Oh ja, da habe ich natürlich vergessen, den Architekten zu bauen. Das sollten wir nochmal eben nachholen. Oh, ich sehe gerade, unsere Stadt ist nun für die Anwesenheit des Theseus würdig. Wir haben genug Marmor. Ja, dann rufen wir ihn doch. So. Ja, und wenn wir jetzt gleich das Heiligtum fertig haben, beginnen wir mit der großen Olivenölproduktion. So, in den Silos können wir jetzt hier auch Käse entsprechend freischalten. Ich glaube, dass hier fast alles voll ist. Ah, nicht ganz. Okay, gut. Aber Lebensmittel haben wir jetzt wirklich genug. Dieses Wohngebiet hat sich auch sehr gut weiterentwickelt. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh, ich hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen, aber... Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Ja, Theseus ist da. Wunderbar. So, dann können wir ihn direkt auf den Quest schicken, das goldene Vlies zu besorgen. Na, das ist doch gut. So, wir haben jede Menge Arbeitslose. Ich möchte anfangen, unsere ersten Triremen zu bauen. Wir rüsten jetzt allmählich mal auf. So, hier passen 2 Triremenhäfen hin. So, da müssen wir nur die Sperre versetzen. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. So, die Sperre muss hier weg. Ja, wir haben zu viel Trauben und zu wenig Kältereien. Das können wir ändern. Ja, da wird auch schon direkt gebaut. Wir haben ja Holz und Waffen, die wir herstellen. Das geht jetzt relativ schnell. Dann könnten wir eigentlich schon die zweite Trireme bauen. Passt nämlich hier wunderbar hin. Ja, und so ein Triremenhafen braucht ja jede Menge Mitarbeiter. 100 Mitarbeiter. Damit kann man die Arbeitslosenquote immer gut runterdrücken. So, bei unserem Heiligtum ist jetzt der Tempelbau dran. So, die Straße Gut können wir schon. gemacht, heldenhaftestes aller sterblichen Wesen. Sie haben meinen Quest abgeschossen. Ja, wunderbar. Theseus hat das Vlies zurückgebracht. Zeus ist zufrieden. Ich baue die Straße eben noch hier weiter. So, und wir können, glaube ich, die große Statue des Zeus bauen. Weiß ich aber noch nicht wo, deswegen machen wir das etwas später. Ja, das 4. Wohngebiet lohnt sich eigentlich jetzt noch nicht zu parzellieren, allerdings können wir schon mal vorbereiten. So, und hier habe ich ja auch den Fehler gemacht.
So, Sperre hier jetzt hinsetzen. Gut, und dann errichten wir die Brunnen. So, und dann können wir hier auch schon mal diese Reihe parzellieren. Das müsste passen. Sehr schön. So, Agua bekommt den Lebensmittelhändler. Ja, die erste Trireme ist fertiggestellt. Die zweite wird gerade gebaut. Ja, dann können wir hier nämlich die nächste bauen. Das passt gut. Ja, dann haben wir hier Delos als unseren Rivalen. Der ist schwach militärisch aufgestellt. Und da könnten wir auch dann Marmor entsprechend verkaufen, wenn wir diesen Rivalen besiegen. Ja, das machen wir mit unseren Tririmen und unseren Amazonen und unseren Helden. Da brauchen wir noch nicht mal ein Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Wir bauen noch einen Tririmhafen. So, hier sollten wir aber jetzt auch wieder einen Architekten mal bauen. So. Ja. Gut, so können wir das lassen. Oh, Gesundheit nimmt ab. Ja, dann müssen wir hier jetzt auch natürlich die Klinik bauen. Wieder Jahresanfang. Tribute stehen an, aber ich denke, Wein produzieren wir jetzt mehr als genug. Ja, und jetzt haben wir wirklich diesen Status, dass wir sukzessiv die Wohngebiete so entwickeln können, wie wir Arbeitskräfte brauchen. Hier bauen wir jetzt das Podium auf. Kann sich dieses Wohngebiet weiterentwickeln. Ja, und hier dann entsprechend auch. Immer so, wie wir gerade Arbeitskräfte brauchen. Ja, und unser Heiligtum für Athene wächst. Ich denke mir mal, das Tempelgebäude ist jetzt gleich fertiggestellt. Ja, und die Gesundheit ist jetzt wieder perfekt. Ich will Liebe nur und sonst gar nichts. Die Stadt wird dann so attraktiv werden wie ich selbst. Ja, und die ersten Skulpturen sind auch schon aufgestellt worden. Ja, das dauert jetzt nicht mehr lange und dann können wir mit der Olivenölproduktion beginnen. Arbeitsmarkt, ja, das wird auch jetzt dringend nötig, dass wir neue Arbeitsplätze schaffen. So, unsere 3 Tririmen sind fertiggestellt. Ich wollte ja jetzt Delos erobern. Vorher solltet ihr aber immer mal dann ein Safe Game machen, denn wenn das dann doch in die Hose gehen sollte, dann müssen wir noch ein bisschen weiter aufrüsten. So, dann Delos. Wir werben alles an. Elis kommt mit. Ja, ich denke mal, da sollten wir jetzt kein Problem haben, unseren Rivalen zu besiegen. Ja, und dann macht euch mal auf den Weg. Ja, und was die Stadtkasse betrifft, da brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Wir verdienen so viel Geld mit dem Verkauf allein von Skulpturen und Rüstungen.
Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass die isthmischen Spiele beendet sind und dass wir diese gewonnen haben. Sehr schön. Gut, dann parzellieren wir hier auch schon mal und können dann hier auch schon das Steuerbüro setzen. Ja, wir haben so viel Geld, wir können auch schon die ganzen Verschönerungen durchführen. So, hier können wir auch schon die Verschönerungen durchführen. Da ist jetzt die Frage, ob wir jetzt hier Parkanlagen bauen wollen oder eine Allee. Ich glaube, ich entscheide mich für eine Parkanlage. So, und dann können hier Gartenhäuser auch hin. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Da weiß ich noch nicht genau, was ich machen möchte. Aber ich finde, das sieht immer besser aus. So, hier kommt das Gymnasium hin. Ja, eine Kälterei ist eingestürzt. Das ist doof. So, wir nehmen unser Tribut wieder an. Ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, tatsächlich mal hier einen Architekten hinbauen. Diese Stichstraßen sind immer schlecht. So, wie sieht es hier aus? Ach komm, wir bauen noch ein paar Gießereien. Aber hier müsst ihr jetzt aufpassen, dass ihr das hier offen lasst. So. Damit die da durch können. Sonst müssen die so einen Umweg gehen. Und noch eine Waffenschmiede. So, und ich glaube, Skulpturen können wir jetzt auch wieder verkaufen. Und wir haben Delos erobert. Ja, das war mir klar gewesen. Ja, wenn wir jetzt Marmor verkaufen. Arbeitsmarkt. Oh. Ja, wir haben echt jede Menge Arbeiter, die eine Arbeitsstelle suchen. Da müsst ihr jetzt immer darauf achten, dass wir auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. So, dann können wir hier noch Steinmetzwerkstätten bauen und dann bauen wir hier noch Sägemühlen, obwohl wir genug Holz haben. So, dann bauen wir direkt das Pier von Delos. Ja, das habe ich vergessen, dass das ja natürlich ein Pier ist. Wo können wir das denn jetzt noch bauen? Passt das hier hin? Das wäre schön. Schade. Na, hier passt es hin. So, ziemlich weit weg, ne? Das ist doof. Ich doch besser hier hingebaut. Oh, hier passt es hin. Ja, dann bauen wir das so. Ja, komm. 2 Architekten hin. Dann können wir hier schon mal Marmor verkaufen. Ist auch nicht viel. So, was kriegen wir als Tribut? 500 Drachmen. Naja, verbittert, kriegt ein Geschenk. Komm, Marmor, mittleres Geschenk, Marmor, alles wieder gut.
Ja, wir nähern uns allmählich dem Abschluss unserer Bautätigkeit am Heiligtum der Athene. Da kommt das Holz jetzt für die großen Statuen. Ah, wunderbar. Ja, noch 2 Skulpturen und der Marmor für den Altar. Die siegreichen Krieger kehren zurück. Sehr schön, und Delos dankt für den Marmor. Gut, als letztes hätten wir noch Sparta. Der ist allerdings etwas mehr aufgerüstet. Da sollten wir tatsächlich, wenn wir diesen Rivalen besiegen wollen, ein Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen. Ja, Milet liebt uns. Das ist aber nett. Ja, die Warenlager sind natürlich allmählich voll von Marmor und Holz. Da können wir jetzt auch nochmal weitere Warenlager bauen hier. Für Marmor und auch für Holz. Na, da ist Holz. So, und da kommt die letzte Ladung Marmor. Und das Heiligtum für Athene ist fertiggestellt. Sehr schön. Dann können wir hier schon mal den Weg bauen. So. Und wir kriegen wieder unsere Tribute und natürlich das Geld von Delos. Wunderbar. Und der Hain ist auch schon entsprechend gepflanzt mit Olivenbäumen bei unserem Heiligtum. So, hier werden wir aber jetzt auch mal schöne Denkmäler setzen und eine Allee. So, und dann müssen wir natürlich die Landarbeiterlager bauen. Die bauen wir direkt hier auf. Das machen wir dann doch anders. Nämlich so. Dann können jetzt hier die Landarbeiterlager hin. Bauen wir direkt 3. So, dann können hier die Kunsthandwerker-Gilden weg. So, und hier können wir die ersten Olivenbäume setzen. Gut, so, Arbeitsmarkt ist auch in Ordnung. Dann bauen wir auch die ersten Olivenpressen. Die möchte ich ja hier hinbauen. So. Dann können wir das nämlich noch nach hierhin erweitern. Ja, ich finde, unsere Stadt expandiert hier wirklich super. Wir parzellieren das Wohngebiet hier auch nochmal komplett. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir hier tatsächlich die große Olivenölproduktion. Wir können nochmal hier Landarbeiterlager bauen. Hier würde ich, glaube ich, eher die Warenlager später noch bauen wollen.
So. Ja, und da ist auch schon Athene fleißig am Segnen. Wer mich anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Ja, und sobald wir jetzt Olivenöl haben, können wir auch hier in den ersten beiden Wohngebieten die Entwicklung weiter starten. Immer mal wieder gucken mit den Nahrungsmitteln. Ja, da haben wir immer noch genug, aber sollten wir weiter im Auge behalten. So, hier müssen wir natürlich das so einstellen, dass Olivenöl gefordert wird. Ja, ich glaube, ich baue hier noch ein Warenlager auf, was Oliven annehmen soll. Wenn wir ein bisschen zu viel Oliven haben, dann kann das hier aufgenommen werden. Ja, wir haben Mai. Wir könnten Athene fragen, ob sie uns etwas Olivenöl gibt. Ich werde meinen heiligen Olivenbaum anweisen, Früchte zu tragen. Sehr schön. Dankeschön. Ja, und zack, haben wir Oliven und Olivenöl, jede Menge. Ja, ihr seht, wir produzieren hier wirklich jede Menge Güter. Wir bauen mal die restlichen Handelsposten noch auf. Wer kauft noch mal das Olivenöl? Ah, das war Tjans, okay. Und dann haben wir noch Tarsos, kauft Weizen und Wolle. Okay, gut. Dann können wir die beiden noch bauen. So, dann können wir hier auch nochmal Wolle verkaufen. Und hier kann Olivenöl auch verkauft werden. Da produzieren wir jetzt wirklich sehr viel, aber der Weg ist natürlich sehr weit zwischen der Produktion und hier dem Handelsposten. Und wir brauchen Mitarbeiter, das ist mal was ganz Neues. So, hier würde ich jetzt auch gerne einen Architekten mal wieder bauen. Und bauen wir direkt 2. Die Sperre kann weg. So, ja gut, dann können wir jetzt, wenn wir Mitarbeiter brauchen, hier den Wollhändler auf der Agora errichten. Und da habe ich was weggeklickt. Oh, wir können die Halle des Achill bauen, um uns gegen die Mänaden zu wappnen. Oh, wenn wir hier tatsächlich von den Mänaden angegriffen werden, sollten wir das auf jeden Fall machen. Die Heldenhalle des Achill. Wo setzen wir die denn jetzt hin? Hier hin? Passt das denn noch? Ja, das müsste eigentlich passen, oder? Ja, wir brauchen 32 Rüstung und 3 Hopliten für Achill. Die anderen Sachen haben wir schon. Das Heiligtum der Athene, keine Unruhen in der Stadt und 16 Amphoren. Ja, das ist der Startpunkt, um jetzt ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufzubauen. Ja, und da sind sie schon, die Mänaden. Oh, wo sind sie denn? Ach, da. Okay. Na, ich hoffe, sie macht sich nicht auf den Weg zu unserer Stadt. Na, wenn du dich da aufhältst, meine Liebe, dann soll das egal sein. Oh Gott, unsere armen Mitarbeiter aus den Gießereien.
Gut, keine Zeit verlieren. Wir sollten jetzt das Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen. Ja, das Wohngebiet der gehobenen Wohnung würde ich hier aufbauen. Hier haben wir noch fruchtbares Gebiet. Dann brauchen wir aber eine Brücke. Das sollten wir mal errichten. So. Okay, dann könnte man das so bauen. Ja. Sperre nicht vergessen. So. Nehmen wir den ganzen Wald hier weg. So, und dann brauchen wir nämlich erstmal ein Versorgungszentrum hier. Wir könnten hier sogar noch Weizenfarmen bauen. Also Viehzucht wäre schlecht, weil wir haben hier jede Menge Wölfe. Ja, dann versuchen wir das mal jetzt aufzubauen. Ne? Ja, unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung habe ich jetzt hier mal aufgebaut und habe hier auch schon unser Versorgungszentrum. Da fehlt noch eine Sperre hier. Wir können jetzt den Pausenmodus mal aufheben. So, und wir haben natürlich hier die Lagerhäuser, die die Waren Wolle, Olivenöl, Rüstungen und auch Wein besorgen. Ich muss natürlich jetzt hier oder sollte hier noch eine Verbindung nach hier rüber setzen. So, da. Damit hier Wein und Rüstung nicht über diesen großen Umweg zu den Lagerhäusern gebracht werden muss. Das kann dann hier etwas abgekürzt werden. So, wir brauchen hier auch einen Architekten. Ich will Liebe nur und sonst gar nichts. Die Stadt wird dann so attraktiv werden wie ich selbst. So, und das Steuerbüro brauchen wir auch. Das kann hier hin. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Wir brauchen Mitarbeiter. So, dann können wir aber hier bei diesem Wohngebiet auch den Ölhändler schon aufbauen. Und hier natürlich den Wollhändler. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch noch genügend Wolle produzieren. Also Olivenöl mache ich mir jetzt keine Gedanken. Nahrungsmittel. Deutlich zu wenig, das habe ich mir gedacht. So, aber wir haben ja hier auch noch die Möglichkeit, Weizenfarmen zu bauen. So. Das können wir hier dran anschließen. Mit einem Architekten. So. Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Ja, und nach Apoll greift jetzt Poseidon uns an. Das ist immer unangenehm. So, und wir haben 5000 Einwohner in Olympia. Gut, wir haben noch keine Fischereihäfen, allerdings unser Seehandel wird da jetzt leider drunter leiden. Ja, nehmen wir an. Dankeschön. Ja, aber bleibt uns erstmal nichts anderes übrig. Gut, da kommt jede Menge Ware. So, Wollproduktion. Ich glaube, ich würde noch 2 Wollsammelstellen bauen wollen. So, und nach Ziegen gucken wir auch mal eben. Na, da ist alles gut. Tja, unsere Piere. Befürchte, dass beide zerstört werden oder nur eine. Mal schauen. Na, dieses wird auf jeden Fall zerstört. Zack. Ja, und unsere Triremen werden zerstört. Jawohl. So, und auch direkt zerstört.
Und verflucht. Und dann zieht er wieder von dannen. Ja, gegen Poseidon hilft natürlich nur Zeus. Da müssten wir sein Heiligtum bauen. Ich wollte ja eigentlich das Heiligtum von Demeter und von Hades noch bauen wollen. Überlege ich mir nochmal. Ja, wir bauen das mal hier schnell wieder auf. So, mittlerweile haben wir jede Menge Güter in unserem Versorgungszentrum für die gehobenen Wohnungen. Können wir jetzt schon die ersten gehobenen Wohnungen bauen? Ja, das können wir. So, hier müssen wir natürlich auch noch entsprechend Verschönerungen durchführen. So. Haben wir noch? Ja, haben wir noch Denkmäler? So, jetzt aber. Oh, verklickt. So, das sollte aber jetzt erstmal reichen. Und wir brauchen natürlich Kultur. Ups, das war verkehrt. Podium brauche ich hier. Sperre nicht vergessen. Dann brauchen wir Gymnasien. Da bauen wir 2. So, Sperren hier nicht vergessen. So, und dann brauchen wir natürlich jetzt ein Theater. Das kann hier hin. Dafür brauchen wir natürlich eine Schauspielschule. Und so, und das würde ich jetzt tatsächlich hier noch hinbauen wollen. Ja. Oder hier. Hier können wir sie hinbauen. Und auch die Philosophenschule. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Gut, dann können die sich jetzt erstmal hier entwickeln. Hier kann noch ein Denkmal hin. So. Ja. Machen wir das so. Hier die Parkanlagen noch bauen. So, und natürlich müssen wir die Agora noch bestücken. Gut, den Pferdeausbilder brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, die Menade ist hier immer noch und sorgt für Zerstörung bzw. für die Dezimierung unserer Arbeiter. Gott sei Dank zerstört sie keine Gebäude. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ach du grüne Neune, da haben wir ja jetzt jede Menge. Ja, unsere Tririmhäfen sind immer noch verflucht. Aber wir könnten hier, glaube ich, nochmal
2 Tririemen bauen? Ne, nur eine. Okay, ja, das machen wir aber ein bisschen anders. Dann bauen wir die hier hin. So. So, der Fluch ist aufgelöst. Gut, unsere Tririemen werden wieder gebaut. Würden denn jetzt hier Fischerhäfen hinpassen? Ja, dann nicht. Aber da. Okay. So, dann füllen wir die Lücken mal so aus hier. Ja, und hier sind auch schon die ersten gehobenen Wohnungen mit Waffen versorgt worden. Ja, Rüstung würde ich jetzt mal nicht verkaufen mehr. Die brauchen wir jetzt mal für unsere gehobenen Wohnungen. Da würde ich jetzt noch 2 Waffenschmieden bauen. Och, diese Menade. Schrecklich. So, wir haben jetzt ja auch noch ein Kupfervorkommen. Das können wir eigentlich auch mal erschließen. Das mal hier begradigen. So, dann können wir hier so rein. Ja, dann bauen wir das so. Ja, weiter geht's hier nicht, stelle ich gerade fest. Dann können wir hier weitere Gießereien bauen. Mit einem Architekten. Na, wo baut er sich auf? Ja, das ist mir klar. Hier baut er sich auf und dann würde ich jetzt hier ein Warenlager für Bronze einrichten. So. Der Architekt, der schafft das bis hierhin, ne? Um dieses Warenlager zu kontrollieren. So, dann können wir jetzt hier auch die Podien bauen. Damit wir wieder mehr Einwohner generieren können. So, erstmal nur hier. Würde aber jetzt in diesem Bereich auch noch das genauso bauen wie auf der anderen Seite. Hier noch eine Philosophenschule und einen Architekten. Sehr gut. Gut, dann kann sich dieses Wohngebiet auch weiterentwickeln. Ja, jetzt fehlen uns natürlich hier Waffen, das ist klar. So, der Seehandel kann wieder aufgenommen werden, das ist nett. Ja, Wolle haben wir jetzt nicht mehr im Warenlager. Gut, wir müssen jetzt nicht unbedingt Wolle verkaufen. Ich baue das mal hier so. Gut. Ja, wir werden jetzt mal keine Wolle mehr verkaufen. Gut, ich denke mir mal, wir werden jetzt hier das Heiligtum der Demeter aufbauen. Da hätte ich jetzt wirklich Lust zu. Dafür würde ich aber jetzt dieses Wohngebiet hier schon mal so weit vorbereiten, dass wir das auch besiedeln können. Und dann würden wir mit dem Bau des Heiligtums beginnen. So, da haben wir jetzt unser Wohngebiet schon mal verschönert und mit der Agora versehen.
Wir brauchen natürlich jetzt hier auch den Architekten. Der kann hier hin. Und wir brauchen einen Brunnen. Der kann hier hin. So, ja. Passt das von den hier? Ja, das passt sogar sehr gut. Ja, und das reicht auch erstmal. Die Klinik würde ich hier hinbauen. So, und jetzt kann sich natürlich die Agora hier raus bedienen. Dann machen wir schon mal den Lebensmittelhändler hier hin. So, und jetzt das Heiligtum der Demeter platzieren wir jetzt hier. Und ihr müsst aufpassen, da brauchen wir nämlich jede Menge Platz drumherum. Erstmal drehen. Ne, Moment, ich muss erstmal das mit den Wohnungen hier hinbekommen. So. Das Theater würde ich dann hier hinbauen wollen. So. Ja. Ja, das sollte eigentlich passen. Ja. Dann müssen wir hier auf jeden Fall noch Gärten einplanen. Und jetzt können wir das Heiligtum der Demeter auch gut platzieren. Auch wenn die Silos vielleicht jetzt nicht voll sind, so wird doch bald genügend Nahrung da sein. Oh, und da ist auch schon Artemis und sorgt dafür, dass wir genug Nahrungsmittel bekommen. Das ist schön. So, wir brauchen jede Menge Platz für die Farmen und für den Weg drumherum. Deswegen denke ich mir mal, es ist so am besten. Ist aber verkehrt. Nee. So, wir brauchen einen Weg und noch entsprechend die Farm. Da müsste es so passen. Ja. Gut, dann einmal hier bitte den Weg. Dann brauchen wir 2 Kunsthandwerkergilden, die können hier hin. So, da wird wieder geerntet. So, und ich möchte eigentlich im späteren Verlauf eventuell hier auch noch ein Wohngebiet hin planen, wenn das geht. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob das hier passt, weil hier ist Kartenende. Na, da müssen wir mal schauen. Ja, die Nahrungsmittelversorgung ist schon eher wenig. Aber Weizen wird jetzt gerade geerntet. Wie sieht es aus? Ja, gerade genug. So, wir können hier noch ein paar Weizenfarmen bauen. So. Ja, und wie es mit unserer Stadt, unseren Helden Achill und dem Heiligtum der Demeter weitergeht, seht ihr dann im 3. Teil unseres Endlosspiels. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.